Hallo, liebe Leute. Ein Review-Video, das schon lange überfällig ist, aber es gehört auf jeden Fall gebracht. Ich hatte damals dieses Review von der GoPro Hero 9 rausgehauen. Ich hatte eigentlich gesamt 3 GoPro Hero 9, weil zweimal auf Garantie ausgetauscht. Das Ding war immer Schrott. Und ich hatte nur Abstürze und ich hatte nur Probleme. Und es war einfach so viel Ärgernis, aber trotzdem habe ich für euch so viele Videos produziert. Und dann war ich vor die Auswahl gestellt, kaufe ich eine neue GoPro Hero 12 oder kaufe ich eine DJI Osmo Action 4. Und das Ding ist, es war wirklich eine harte Entscheidungsfindung, vor allem, weil ich jetzt das DJI Mic habe auch, was direkt kompatibel mit der Osmo Action ist. Aber ich hatte quasi auch schon den Media Mod und ein paar andere Sachen mit den GoPro-Halterungen und so, alles, was quasi ganz gut funktioniert hat für die GoPro. Und dann dachte ich mir wirklich, okay, ich hole mir die 12er und ich mache das quasi über diese Amazon 30 Tage testen, Rückerstattungsmöglichkeit, auch wenn ich das absolut nicht gut finde als Option, dass man sowas macht. Aber wenn ein Produkt halt komplett scheiße ist, die ganze Zeit abstürzt und es einfach Schrott ist, dann darf man das schon in Anspruch nehmen, dass man einfach sagt, ich will es nicht mehr benutzen. Und so habe ich das gemacht bei der 12er. Und ich kann euch jetzt sagen, für mich persönlich, seitdem ich die GoPro nutze, und ich nutze jetzt schon echt lang. Ich habe sie letzten Herbst gekauft. Ich habe einige Ausfahrten beim Campen schon damit gemacht. Dieses Frühjahr beim Wandern mitgenommen. Jetzt 4 Wochen Sardinien mit verwendet. Das Ding ist kein einziges Mal abgestürzt. Und das ist wirklich grandios. Also ich habe noch nicht auf 5K recorded. 4K ist für mich komplett ausreichend, aber ich habe 4K mit HDR, mit allen anderen Einstellungen, eben mit dem DJI Mic und anderen Sachen am Laufen gehabt. Und das Ding funktioniert einfach perfekt. Es ist stabil. Ich persönlich hatte keine Probleme mit Überhitzungen, mit Abstürzen, mit komisch korrupten Files oder was ich alles hatte bei der 9er. Echt traurig, aber das ist ein sehr tolles Produkt. Es funktioniert super. Link gerne in der Videobeschreibung. Es ist ein Affiliate-Link. Deshalb, ihr unterstützt mich und diesen Kanal, wenn ihr darüber eine GoPro Hero 12 kauft. Und dementsprechend würde ich sagen, ihr könnt sie euch kaufen. Sie macht wirklich mega geile Aufnahmen. HDR ist echt krass. Ich habe ja auch viel experimentiert mit den ND-Filtern jetzt schon. Und ich finde, das ist auch mega geil, aber es ist trotzdem immer ein bisschen verruckelt. Und ja, man hat eigentlich den Austausch zwischen Bildqualität, dafür ein bisschen schnelleres Look and Feel, wenn du das Video anschaust. Aber ja, mit HDR hast du eigentlich das Feature, dass es einfach immer mega geil ausschaut. Und das ist schon ein Traum. Das war es eigentlich schon. Also wenn ihr wirklich mehr Details wissen wollt, was kann die Kamera, welche Auflösung unterstützt sie, welche Formate. Es gibt quasi ein neues Format, das eher quasi ein riesen Rechteck ist. 8:9, glaube ich, damit du halt für Landscape und Porträtvideos parallel richtig super gut rausschneiden kannst. Also es hat wirklich viele tolle Features und wenn ihr das wissen wollt, schaut euch bitte andere Review-Videos an. Das ist nur von mir ein Video mal, wo ich sage, hey, es ist geil, es funktioniert, ich bin happy. Es gibt genug andere Leute, die da Review-Video draus machen, die schauen, dass sie es innerhalb von 3 Tagen machen und dann auf jeden Fall sagen, es ist ein mega geiles Produkt, aber es stürzt die ganze Zeit ab. Nicht bei mir. Deshalb, ich will euch einfach sagen, es ist ein gutes Produkt, es ist verlässlich, es funktioniert, man hat damit keinen Frust, weil so soll es sein und das ist das Wichtigste. Ride hard, ride safe, viel Freude weiterhin mit diesem Kanal. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis bald. Tschüss.